Herzlich willkommen in Nähen ganz einfach und heute zu einem wunderschönen Projekt, das sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ideal sein wird, um einen Schnitt zu erstellen und auch anschließend diesen Kimono, den ihr gerade an mir seht, zu nähen. Wir wissen alle, Geschenke kann man nie genug haben. Und für alle die gerne nähen, sind diese Geschenke für Freunde und natürlich für sich selbst das Allerschönste. Speziell, da dieses Projekt eigentlich ein Unisex-Teil ist. Das heißt, diesen Schnitt, obwohl ich es zeige, wie ihr es für eine Damengröße machen könnt, könnt ihr diesen Schnitt ganz genauso, ganz einfach verändern, um es auch für einen Herrn oder sogar eventuell für Kinder zu machen. Man muss ganz einfach 2-3 Maße verkleinern oder vergrößern und schon kann man das für jede mögliche Größe machen. Und nun seht ihr hier diesen Kimono mit den schönen, großen, weiten Ärmeln an mir. Ihr könnt diesen Kimono, diesen Schnitt für elegante Abende, aber genauso gut für den Zuhausebedarf machen. Nämlich denkt ganz einfach dran, jetzt kommen die kühlen Tage, man lummert vielleicht ein wenig auf der Couch rum, hört schöne Musik oder liest ein Buch und man braucht etwas Kuscheliges, etwas Warmes, dass man sich einfach so umwerfen kann. Und genau für all diese Dinge ist das geeignet und auch ganz speziell für Partnerlook. Nicht zu vergessen, einfach für beide Partner das gleiche Teil nähen, unter Umständen mit einer anderen Größe. Also meine Lieben, nun kommt für euch in 2 Teilen, wie ihr diesen Kimono machen könnt. Zuerst machen wir den Schnitt im ersten Video und im zweiten Video erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze zusammennäht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen also mit der Schnitterstellung für diesen Damenkimono. Und so wie ich die Berechnungen euch hier erkläre, könnt ihr diesen Schnitt bis zu einer Größe 42 so verwenden. Denn ein Kimono ist ja sowieso etwas sehr locker fallendes. Und ich sage deshalb bis Größe 42, weil ein Kimono ja sehr weit fallend ist sowieso und bei kleineren Größen auch sehr gut mit einem Gürtel zusammengehalten werden kann. Oder ihr könnt ganz einfach bei sehr kleinen Größen, wenn ihr es nicht ganz so voluminös und so weit haben möchtet, nach euren Maßen etwas abnehmen und für größere Größen, je nach Körperumfang, an den Seiten jeweils etwas anstellen. Im Halsring selbst würde ich dann nicht viel ändern, aber fangen wir ganz einfach erstmal an, denn es ist so simpel und so einfach. Wie bei fast allen Schnitten, die man erstellt, beginnt man eigentlich mit Hilfslinien und mit rechten Winkeln, unter Umständen auch wie hier mit einem Rechteck. Also bitte ich euch, zeichnet zuerst eine gerade Hilfslinie und zwar genau in der Länge, wie ihr den Kimono haben möchtet. Ich habe jetzt hier eine Länge angenommen von 80 cm, so wie ich meinen gearbeitet habe. Also zeichne ich 80 cm eine Hilfslinie, mache mir oben und unten im rechten Winkel eine Verbindung, wobei ich jetzt hier oben, das soll meine Schulter werden, 22 cm rüber messe auf dem rechten Winkel, den ich hier gezeichnet habe. Dann zeichne ich 10, mache mir eine Markierung, nochmal 10, denn das gibt mein hinterer Halsring und nochmal die andere Schulter mit 22. Und dann ziehe ich auch hier wieder eine Hilfslinie runter, sodass ich aufgrund dessen jetzt hier ein Rechteck gezeichnet habe. Und diese Markierungen, wie gesagt, auf 22, von daher 10, nochmals gemessen 10 und 22 gemessen. Die Markierungen habt ihr euch ja auch schon gemacht. Nun könnt ihr eine weitere Hilfslinie, weil das ist ja genau unsere Mitte, eine weitere Hilfslinie hier genau in der Mitte durchzeichnen und von hier oben, von diesem mittleren Punkt, 3 cm nach unten messen. Und aufgrund dessen, wenn ich jetzt die 3 cm hier runter gemessen habe, zeichne ich mir auf ein kleines Stückchen erstmal eine Gerade, um mir dann hier meinen Halsring einzuzeichnen. Nun messt ihr bei beiden der langen Seiten von der oberen Schulterkante 25 cm
nach unten und macht euch eine Markierung und könnt auch hier zwischen diesen beiden gleich eine kleine Hilfslinie zeichnen. Die benötigen wir später fürs Vorderteil. Um hier jetzt einen schönen Verlauf hinzubekommen, stellen wir 1 bis 2 cm an der Schulter oben an, also machen quasi eine Verlängerung. Normalerweise würde ich hier jetzt nur maximal 1,5 nehmen bei dieser Größe, aber ich nehme jetzt mal 2. Ich habe ja hier einen anderen Maßstab, ich habe einen 1:2, aber so könnt ihr das jetzt besser sehen, was ich erkläre. Hier haben wir jetzt also 1 bis 2 cm jeweils rechts und links angestellt und unten je nach eurem Hüftbereich, den ihr ja gerne messen könnt, wie weit ihr es haben wollt, denn bei dieser 80 cm Länge geht es gut über die Hüfte drüber. Deshalb machen wir auch hier eine Erweiterung von 2 bis 3 cm. Und das gleiche machen wir hier auch auf dieser Seite. Und nun zeichnen wir unsere effektive Linie zwischen dieser neuen Schulternaht über diesen Punkt, genau den wir hier auf der Hilfslinie markiert haben, runter zum Saum hin. Da machen wir einen schönen Verlauf, wie ihr hier sehen könnt. Das gleiche mache ich auch gleich parallel auf dieser Seite. Hier im unteren Bereich zeichne ich auch erstmal ein kleines Stückchen wieder gerade, weil das mit der Verarbeitung und mit dem Fall immer besser ist, wenn man erst eine Gerade gezeichnet hat. Verbinde mir nun diese und wenn mein Maß nicht so genau auf die Gerade gepasst hat, gleiche ich das ein bisschen aus. Das muss man immer machen, denn man findet ja selten ein Lineal, das nun so genau passend ist, dass man schon seine Rundung da hat, die man eigentlich haben möchte. Also ein bisschen ausgleichen, um dem einen schönen Verlauf zu geben. Und wenn ihr das gemacht habt, ist quasi euer Rücken für den Kimono schon komplett gezeichnet und fertig. Ja, jetzt könnt ihr ja sagen, gut, warum haben wir dann nicht nur die Hälfte gezeichnet, denn das ist ja genau dann hier dupliert, wie es dann zugeschnitten werden muss. Okay, das hätte ich machen können, aber ihr könnt das jetzt besser nachvollziehen und es ist einfacher, jetzt einfach das Vorderteil hier reinzuzeichnen. Und dazu markiert ihr am Saum, genau von der Mitte ausgehend, 7 cm nach beiden Seiten hin. Nun schauen wir hier nach der Hilfslinie, die wir gezeichnet hatten, nämlich das wird unser Armeinsatzpunkt werden. Aber genau auf dieser Hilfslinie, die wir gezeichnet haben, markiere ich nun auch wieder, genau wie ich es unten gemacht habe, 7 cm auf beide Seiten. Denn das wird mein Vorderteil und da fange ich ruhig irgendwo da an und zeichne mir schon genau meine Linie durch. Ich habe ein bisschen tiefer angefangen, weil ich jetzt hier eine Verbindung genau zu dieser Schulterecke zeichnen werde. Und da passt mein Lineal ziemlich gut und ziemlich genau. Nämlich, dass ich das da einfach so rum zeichne. Und hier machen wir genau das Gleiche. Machen eine schöne Verbindung zu dem gerade hochgezogenen, parallel zur hinteren Mitte quasi hochgezogenen Hilfslinie, die wir da gezeichnet haben. Und hier könnt ihr jetzt eigentlich schon die beiden Vorderteile erkennen. Ihr habt also den Rücken unten drunter liegen und habt euer fertiges Vorderteil hier drauf liegen. Aufgrund dessen könnt ihr, wenn ihr jetzt den Schnitt ausschneidet, euch einmal das Vorderteil komplett rausschneiden und hier schneidet ihr in der Mitte durch, schreibt euch hier Bruch dran, weil das muss der Stoffbruch werden und ihr habt euren Rücken. Also habt ihr quasi gleichzeitig Vorderteil und Rücken gezeichnet und damit sind die Hauptteile fertig. Aber nun kommen wir zum Ärmel zu sprechen und da wird es noch einfacher. Und jetzt habe ich den Ärmel hier schon einmal reingezeichnet. Ihr seht, es ist ganz simpel und einfach ein Rechteck, das ich zeichne. Und zwar habe ich das Rechteck 56 cm lang und 33 cm breit gezeichnet. Und an einer dieser beiden Seiten schreibt ihr bitte Stoffbruch dran, denn dieser Stoffbruch, der hier ist quasi hier die Schulter, die Verlängerung von der Schulter. Deshalb habe ich jetzt auch hier schon jeweils ein Kreuzchen hingemacht, denn genau das ist wiederum
dieser Punkt für quasi den Ärmeleinsatz. Es ist ja nicht wirklich ein Ärmel bei einem Kimono, aber natürlich müssen wir dem Ganzen ja einen Titel geben, also nennen wir ihn jetzt den Ärmel für den Kimono. Und das sind die Einsatzpunkte. Und wie gesagt, dieser Stoffbruch ist die Schulter- oder Oberarmverlängerung hier von der Schulter her. Weil man kann das so schlecht einschätzen. Ich habe da auch zum Teil Erklärungen schon gesehen. Da habe ich gedacht, wie soll das ein Laie verstehen, was da erklärt ist. Deshalb versuche ich das so gut wie möglich und so simpel wie möglich euch zu erklären und ich hoffe damit Erfolg zu haben. Gut, also das ist der Ärmel und natürlich braucht ihr den zweimal. So müsst ihr den schneiden und wie gesagt, ich habe wiederum dieses Maß von oben genommen. Das waren 25 cm, die wir hier runter gemessen haben. Und genau das müssen wir natürlich hier auch bedenken. Das sind genau beidseitig, wo die Knipse sind, wieder 25 cm, weil das nämlich hier quasi die Öffnung vom Ärmel ist. Da kommt euer Arm dann später durch. Ja, und ihr seht, ich habe unterhalb meiner Markierung nochmal bei 1,5–2 cm eine Hilfslinie gezeichnet, denn genau dieses relativ kleine Teil, sage ich jetzt mal, muss ich auch zweimal schneiden. Also stellt euch vor, das ist weg. Das ist ein kleineres hier im Stoffbruch, denn ich möchte in dem Ärmel ein kleines Futterteil mit reinarbeiten. Und da ist das am einfachsten zu verarbeiten. Ja, und damit kommen wir erstmal zum Stoff auch ganz kurz zu sprechen. Ich habe jetzt einen Stoff gewählt, für mich, für diesen Kimono, wo ich eigentlich kein Futter drin benötige und werde das auch bei den großen Teilen gar keins reinmachen. Nur bei dem Ärmel mache ich das, weil das auch schöner mit der Kante, mit dem Verstürzen hier vorne ist, als wenn ich nur einen kleinen Saum hinmachen würde. Ihr seht, mein Stoff ist rechts wie links sehr schön anzuschauen. Es ist natürlich ein synthetischer Stoff, ein Crinkle Polyester mit einer Samtaufsprühung, die drauf ist. Das gibt dem Ganzen einen sehr, sehr schönen Look. Also mir gefällt es jedenfalls, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber wenn ihr nun einen Stoff habt, wo die linke Seite wirklich nicht schön ist, dann könnt ihr natürlich hier ein Futter reinarbeiten und das Futter wäre im Grunde genau die gleichen Maße, wie ihr diese Teile jetzt vom Rücken und vom Vorderteil habt, außer dass ihr natürlich im Saumbereich 2–3 cm kürzer gehen müsst, denn ihr wollt ja nicht, dass das Futter unten rausblitzt. Aber man verarbeitet es dann so, dass es nur lose drin hängen würde. Das ist dann ganz einfach. Gut, aber uns fehlt ja noch was. Wir brauchen noch eine Blende. Und diese Blende macht ihr bitte in der Länge, wie ihr euer gesamtes Vorderteil habt, inklusive des Halsrings messen, denn wir werden die Blende komplett am Vorderteil, im Halsring hinten und wieder am Vorderteil annähen. Das heißt, schneidet euch 2 lange Streifen, 2 Blendenstreifen, die jeweils hier bis zur Mitte gemessen wären, dass wir hier hinten in der Mitte eine Naht machen, denn sonst wird das viel zu lang, denn wir haben ja hier schon eine Länge von 80 cm, wie wir gesagt haben, plus diesen 10 plus Zugaben und so weiter, muss man alles bedenken. Also haben wir gute 90 cm, nenne ich es jetzt mal, pro Streifen. Und die Breite für die Blende, ich mache mir die Blende für eine fertige Blende mit 5 cm. Das heißt, ich brauche 2 Blendenstreifen, also zweimal zugeschnitten, die 12 cm breit geschnitten sind und die Länge, wie ich es ausgemessen habe. Ja? Länge wie ausgemessen schreibe ich jetzt mal dazu. Das ist die Breite, Breite 12, Länge wie gemessen. Das ist jetzt zum Beispiel schon meine vorbereitete Blende. Ich hatte einen sehr langen Streifen und wenn ihr so viel Stoff habt, könnt ihr das natürlich auch in einem schneiden. Und ich habe sie bereits beklebt, denn diese Blende, die soll schon ähnlich wie eine Kragenverarbeitung gemacht werden, denn mein Stoff hier wäre mir jetzt für die Blende einfach zu weich gewesen. Deshalb, wie gesagt, habe ich schon eine Einlage drauf gebügelt. Und das empfehle ich euch natürlich auch. So, einmal zur kurzen Wiederholung. Was brauchen wir? Wir schneiden einen Rücken offen, wie er hier liegt.
Oder wir schneiden diesen halben Rücken aus und schreiben uns hier Stoffbruch dran und schneiden den im Bruch zu. Wir haben logischerweise ein Paar Vorderteile, also 2 Stück. Wir haben zweimal diesen großen Ärmel im Stoffbruch und wir haben, wenn wir hier keinen Saum machen wollen beim Armeintritt, dann schneiden wir noch ein kürzeres Teil, das wir zum Verstürzen für diesen Ärmel nehmen. Und wir brauchen unsere Blende in der Länge komplett einmal rumgehend. Wenn es eine fertige Breite haben soll, die Blende von 5 cm, schneide ich die auf 12 cm Breite und wie gesagt die ausgemessene Länge, wie mein Teil lang werden soll. Denn man kann so einen Kimono ja auch zum Beispiel als Morgenmantel machen mit einem schönen Stoff. Schon so ein bisschen an Weihnachten denken, da kann man jede Menge schöne Geschenke mitmachen. Alle jetzt hier gezeichneten Teile, sprich den Rücken, die Vorderteile sowie die 2 Größen der Ärmeln, haben alle jetzt keine Nahtzugaben. Das Einzige, was ich euch erklärt hatte, ist bei der Blendenbreite, diese 12 cm, da sind bereits 2 cm Nahtzugabe dabei. Ansonsten bitte dran denken, euch überall die Nahtzugaben, die ihr gerne habt, ich empfehle grundsätzlich 1 cm, die bitte bei den Schnitten noch anstellen. Und Fadenlauf ist natürlich bei dem Vorderteil und bei dem Rücken wirklich so, wie wir die hintere Mitte bzw. die vorderen geraden Kanten parallel zur hinteren Mitte hier gezeichnet hatten. Beim Ärmel läuft der Fadenlauf so, denn wir hatten ja gesagt, dieser Stoffbruch kommt ja hier oben an unsere Schulter hier dran. Das heißt, wenn ich das Teil drehe, habe ich auch wieder den Fadenlauf so. Wobei, wenn ihr einen Stoff habt, wo ihr ein besonderes Muster eventuell anders drehen könnt, das könnt ihr natürlich machen, weil Fadenlauf ist ja immer wieder eine Frage, die gestellt wird und ich bin da nicht ganz so steif. Wenn ich natürlich ein Jackett zum Beispiel mache, dann muss ich da wirklich mich an die Regeln halten. Aber es gibt ganz, ganz viele Ausnahmen, wo man nicht nach den eingezeichneten Fadenlauf gehen muss. Ja, und wenn ihr das gezeichnet habt, wenn ihr ganz, ganz langsam arbeiten wollt, in 30 Minuten gezeichnet habt, dann seid ihr schon fertig mit eurem Schnitt, könnt den Stoff beiholen und könnt mit der Arbeit beginnen. Und damit sage ich zu diesem ersten Video, wie ihr den Schnitt für einen Kimono machen könnt, erstmal danke fürs Zuschauen, denn mein zweites Video kommt direkt im Anschluss daran, wie ihr das Ganze verarbeitet bzw. zusammennähen sollt. Ich sage Tschüss, bis bald wieder, eure Lilo.